Der Vortag der Retro Classics. Die Halle 10 noch nahezu leer. Nur unsere Ersten sind mit die Ersten und auch sie, Bernd Hufendick und Dirk Stranz, sind bereits da. Unsere Klassik-Experten koordinieren die Ankunft der LKW. Es wird den ganzen Tag dauern. Anfahrt, Abladen, Stellen. Für unsere aktuellen Fahrzeuge kein Problem. Aber gerade wenn man an die älteren Fahrzeuge denkt, gibt es solche wie den hier, die können nicht fahren. Da fehlt jetzt auch zum Beispiel der Motor. Es gibt aber auch solche, die einfach nicht straßenzugelassen sind. Und im Moment ist noch Salz auf der Straße. Da fahren wir natürlich die historischen Fahrzeuge aus unserer Sammlung auch nicht. Einen Tag später. Es ist kaum zu glauben, was das Team geleistet hat. Die gähnende Leere ist gewichen, der Messestand ist aufgebaut, eingerichtet, ready für die Retro Classics. 13 Modelle auf rund 700 Quadratmeter. Noch vor dem Start bekommen wir eine exklusive Führung. Bernd, leg los. Das Auto hier kennt ihr ja schon ein bisschen aus dem Social Intranet. Unser LKW von 1896. Mit dem begann vor 130 Jahren unsere Reise zu einem der bedeutendsten Lkw-Hersteller der Welt. Da will ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich möchte euch heute ein ganz anderes Auto zeigen. Wir haben hier extra aus Speyer, aus der Gläsernen Werkstatt, hergeholt unseren Original-Lkw von 1899, der im Moment dort wieder fahrbereit gemacht wird. Und wenn der wieder fährt, ist er vermutlich der älteste Original-Lkw der Welt, der fahrbereit ist. Das Ochsenkopf-Logo ist natürlich das Symbol für Unimog-Fans. Jeder kennt es. Und hier haben wir das Fahrzeug, das uns auch 80 Jahre Unimog so ein bisschen verkörpert. Ein Unimog, ein ganz früher, Baujahr 1946. Und was man in diesem Auto wunderschön sieht, ist, dass seit Anbeginn der Unimog-Konstruktion die Achsen eben entsprechend verwindungsfähig ausgeführt sind und dadurch das Fahrzeug seine legendäre Geländegängigkeit hat. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr aufstehen. Es ist hier so bequem wie bei Oma und Opa auf dem Sofa. Ich sitze hier in unserem Setra S8, den wir für das 75 Jahre Setra-Jubiläum hier auf der Messe haben. Und das ist ja was ganz Revolutionäres gewesen, als 1951 die Firma Käsbohrer die selbsttragende Karosserie für den Omnibusbau entwickelt hatte. Mehr Kofferraum, weniger Gewicht, das war absolut richtungsweisend und heute ist jeder Bus genau nach diesem Prinzip gebaut. Jetzt kommt mal mit nach vorne. Allein die Front von dem Bus ist schon so ein Statement. Schaut euch das mal an. Das ganze Chrom ist einfach wunderschön. Den Unimog hier von der Baureihe 416 haben wir mitgebracht, weil das eigentlich der Unimog ist, an den die Leute denken, wenn sie an ein bisschen einen älteren Unimog denken. Der ist Baujahr 78, hat bei der französischen Armee gedient und ist bis heute im Originalzustand noch einsatzfähig. Wir haben natürlich noch ein Jubiläum, 30 Jahre Actros. 1996 wurde der Actros erste Generation vorgestellt. Wir haben hier so ein Exemplar, der ist bis heute im täglichen Einsatz. Deswegen seht ihr hier auch die eine oder andere Spur von diesem täglichen Einsatz. Die Firma Hamprecht war so lieb und hat uns dieses Fahrzeug hier ausgeliehen. Und es hat die Megaspace-Kabine, was damals ein ganz, ganz großer Schritt war mit ebenem Fahrerhausboden. Und ich finde es so schön, hier den Spannungsbogen zu machen zu unserem aktuellen Produkt, der E-Actros 600, der uns in die Zukunft führt und der im Moment ein richtig guter Langstrecken-LKW ist. Auch im Hintergrund der Safety Truck, weil wir eben bei dem Thema Sicherheitssysteme auch mit vorne spielen. Und es gehört eben untrennbar zu dem Namen Actros. Auch ein Highlight, diese Reifenwechselstation. 2 treten an, einer gewinnt. Ein Hauch von Formel 1. Und der Start des Phoenix-Motors, unseres ersten LKW. Applaus für so viel Pioniergeist, für 130 Jahre Daimler Truck und für die Antwort auf die nun folgende nicht einfache Frage an unsere Experten. Was hat sich denn in 130 Jahren so alles getan? Bernd. Naja, der erste LKW hat den Motor ganz hinten. Heute sitzt der Motor unter dem Fahrerhaus. Das ist eine große Veränderung. Beim E-Actros sitzt er wieder hinten. Okay, 1:0 für dich. Und natürlich, wenn man jetzt schaut, hier die frühen LKWs mit Holzrädern, Eisen beschlagen. Heute haben wir natürlich große Gummiräder mit Luft und
Ja, und die Das ist nicht Werkstoffe. vergleichbar. Werkstoffe, Guck mal, ja. wie viel Holz hier an dem Ja, ist stimmt. und wie viel Holz an dem da hinten ist. Und hier sitzt der Fahrer im Freien. Heute hat er eine klimatisierte Kabine mit Schlafplatz und was weiß ich. Also es ist nicht vergleichbar. Wir könnten jetzt natürlich noch eine Stunde so weitermachen, Ja. mit Unterschiede aufzählen, Genau. aber es hat immer noch Räder, es transportiert immer noch Lasten Das ist richtig. und das möglichst effizient, damals wie heute. Aber ansonsten ist da eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Das ist richtig. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.